Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Snugpack der Softy Hawk 9. Die Winterzeit steht vor der Tür. Wer noch mal ein bisschen draußen übernachten will, der sollte sich nach einem vernünftigen Schlafsack umgucken. Ihr kennt Carinthia, ihr kennt irgendwelche Schlafsäcke mit Primaloft-Füllung. Eine große Marke aus England ist Snugpack. Snugpack fertigt Schlafsäcke, Jacken, Bekleidung, Kälteschutz, alles in dieser Richtung. Hauptsächlich auch im Einsatz beim englischen Militär. Also gerade auch dieser Schlafsack hier hat eine NSN-Nummer, bedeutet, der ist auch Stock für das Militär. Der Softy 9 Hawk ist ein 3-Season-Schlafsack, bedeutet, ihr könnt ihn in 3 Jahreszeiten nutzen. Bedingt auch in der 4. Jahreszeit. Das hängt dann immer davon ab, in welcher Kombination ihr den Schlafsack nutzt. Es gibt noch einen Haufen Möglichkeiten, um Wärme oder mehr Wärme rauszuholen, indem ihr mit Linern arbeitet, indem ihr mit Bivis außenrum arbeitet oder halt entsprechend auch eine Isomatte habt, die einen hohen R-Wert hat, das heißt eine sehr, sehr gute Grundisolation. Ihr seht, der Schlafsack hat ein relativ kompaktes Packmaß. Snugpack ist da immer ein bisschen großzügig mit den Angaben, beziehungsweise flunkert da vielleicht ein bisschen. Die sagen, man kann den Schlafsack auf 21 x 19 cm bringen. Wenn ich jetzt mal hier nachmesse, das sind jetzt 28 cm mal 19 cm. Ja? Also mit viel Liebe und viel Kraft kriegt man es vielleicht hin, aber ich finde, so ist das schon relativ gut gepackt. Dann schauen wir ihn uns einmal im Detail an. Kompressionssack ist natürlich mit dabei. Ganz wichtige Geschichte. Und jetzt seht ihr auch schon, wie die Füllung hier arbeitet, was da für ein großer Schlafsack rauskommt. Bei der Füllung setzt Snugpack auf Synthetik. Das heißt, wir haben keinen Daunenschlafsack, hat den riesigen Vorteil, erstmal Allergie, zweitens mal Witterungsbeständigkeit. Das heißt, ein Daunenschlafsack wird euch nicht so gut wärmen, wenn er nass ist, wie ein Synthetik-Schlafsack. Ja, pflegeleicht halt einfach, ne? Der Snugpack Softy 9 Hawk ist ein Schlafsack, der einen Komfortbereich von -5 Grad hat und einen Extrembereich von -10 Grad. Ist jetzt immer abhängig davon, wer in diesem Schlafsack liegt. Wie das Kälteempfinden ist das persönlich, aber das ist schon mal so ein grober Richtwert, an den ihr euch halten könnt. Im Vergleich zu anderen Modellen von Snugpack zum Beispiel hat der Softy 9 Hawk keinen Kältekragen. Also hier, Kältekragen ist quasi nochmal so eine Wurst, die um den Halsausschnitt liegt, dass da wirklich nochmal dicht gemacht werden kann. Das ist hier ein offenes Design, also wir haben schon eine Haube, aber wir haben hier keinen zusätzlichen Kältekragen. Das wäre dann wie hier unterm Reißverschluss zu finden. Diese Wurst, die hier liegt, die ist unter dem YKK-Reißverschluss, das heißt, dass da eine Wärmebrücke oder eine Wärmeisolierungsschicht nochmal gebaut ist. So gibt es das auch nochmal im Kragenbereich, hat der Softy 9 Hawk nicht. Ein Thema zur Länge. Ihr könnt jetzt hier sehen, der Schlafsack ist 2,20 Meter lang. Das heißt, es passen auch wirklich große Personen rein. Bei Snugpack gibt es auch nur diese Länge. Also ihr könnt keinen kürzeren Schlafsack nehmen. Finde ich aber sehr, sehr gut, weil gerade im Winter oder wenn ich draußen schlafe und ich nicht 2,20 Meter lang bin, kann ich den unteren Bereich nutzen, um da Material zu verstauen. Ja, das heißt, ich kann hier meinen Rucksack reintun, Stiefel reintun, meine Klamotten reintun und so weiter und so fort. Stichwort Klamotten. Optimalerweise schläft man natürlich in Unterwäsche. Der Wärmewert bei den Snugpack-Schlafsäcken ist auch so konzipiert, dass die davon ausgehen, dass der Soldat in seiner Uniform schläft. Also -5 Grad, Komfort in Uniform und Stiefeln. Stiefeln im Schlafsack, da zeige ich euch was. Ich mache einmal den Reißverschluss bis ganz unten auf. Das ist übrigens was bei Snugpack immer so ein bisschen hakelt, der Reißverschluss. So, hier seht ihr jetzt mal innen nach außen gekehrt. Das ist das normale Polyestermaterial und hier im Fußbereich habt ihr so eine Verstärkung. Das ist einfach dafür da, wenn ihr Stiefel tragt, damit hier der Bereich nochmal zusätzlich geschützt ist. Für die Isolation oder für zusätzliche Isolation, wenn ihr euren Schlafsack schonen wollt oder halt auch zusätzliche Isolation schaffen wollt, empfehle ich immer ein Inlet. Das hier ist jetzt auch von Snugpack, das ist ein Seiden-Inlet, ihr seht schon, das ist sehr, sehr fein und sehr, sehr klein. Seide ist ein hervorragendes Material dafür, weil es schlecht leitet.
Bedeutet, ihr habt im Sommer eine Kühlung, im Winter bleibt die Wärme drin erhalten. Und zusätzlich, wie gesagt, ein Dreckschutz. Wenn ihr schwitzt, das geht erstmal alles hier in die Seite. Das heißt, ihr müsst den Schlafsack nicht so häufig waschen. Und ein Schlafsack waschen ist immer eine Riesengeschichte. Und hier, das ist auch mal schnell in die Waschmaschine reingepackt. Nimmt keinen Platz weg, frisst kein Brot und ist, wie gesagt, eine super Möglichkeit, auch noch mal ein paar Grad rauszuholen. Die Snugpack-Schlafsäcke sind in der Regel sehr breit im Brustbereich und haben auch noch einen sehr großen Fußbereich im Vergleich zu anderen Mumienschlafsäcken, gerade weil ja auch davon ausgegangen wird, dass man mit Stiefeln reingeht. Ihr habt hier im Brustbereich 75 cm in der Breite und im Fußbereich hier unten habt ihr 42 cm in der Breite. Neben dem kompakten Packmaß ist der Schlafsack auch relativ leicht, relativ in Anführungszeichen. Für den Wert, den er hat, hat er 1,5 Kilo Gewicht. Das finde ich eigentlich sehr brauchbar für einen -5, -10 maximal Komfortschlafsack. Da kann man auf jeden Fall mit der Konkurrenz mithalten. Ganz wichtiger Punkt noch, ihr habt gesehen, ich habe den Schlafsack zu Anfang aus dem Packsack geholt. Das solltet ihr nur für den Transport machen. Wenn ihr könnt, lagert ihn zu Hause, am besten hängend irgendwo, hinter eine Tür gehängt. Ihr habt hier auch immer noch mal Schlaufen, an denen ihr so einen Schlafsack super aufhängen könnt, hier sogar beidseitig ausgeführt. Oder legt ihn irgendwo flach oben drauf, aber möglichst immer ausgepackt lagern, weil die Komprimierung mit der Zeit natürlich auch das Loftmaterial komprimiert und deswegen, wenn der hier schön ausgebreitet liegt, dann kann der auch atmen. Das Loft ist immer entspannt und wird dann nur für einen kurzen Zeitraum immer komprimiert. Das empfehle ich immer. Wenn man einen Fluchtrucksack packt und dann ein Schlafsack drin ist, ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber zumindest wenn ihr den lange nutzen wollt und längere Zeit was davon haben wollt, immer ohne Packsack lagern. Den Snugpack Softy Hawk 9 bekommt ihr in Schwarz, Oliv und Sandfarben bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu dem Schlafsack? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Was nutzt ihr für Schlafsäcke draußen? Lasst uns wissen. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken für neue Videos. Schaut in unserem Blog, da gibt es nochmal alle Kernzahlen und Bilder im Detail. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.